Vor einiger Zeit bekam ich in meinem E-Mail-Postfach eine Werbe-E-Mail, ist ja nichts Besonderes. Und sie war vom Zukunftsinstitut und bewarb das neue Jahrbuch von denen. Und dieses Buch trägt in diesem Jahr den Titel Beyond, also jenseits. Und da dachte ich, ist doch unser Titel. Und ja, ich habe dann in dem mitgelieferten Ausschnitt ein bisschen geblättert und war überrascht, was auf der ersten Seite stand. Da war ein Vorwort von dem Zukunftsforscher Matthias Hawkes. Und nach einer düsteren Einleitung, die den Zustand der Welt kritisch betrachtet, kommt dann das Fazit von ihm. Wir werden das Gefühl nicht los, dass alles den Bach runtergeht. Die Wahrheit, die Hoffnung und die Liebe. Ja, unsere Zeit ist echt geprägt durch eine Omnikrise. Es scheint einfach überall Umbrüche zu sein und überall ungelöste Probleme. Man könnte sagen, überall auch Enttäuschung. Und dann kommt dieses Wort Beyond, also jenseits. Und die Frage, was gibt es jenseits all dieser Krisen? Welche Zukunft entsteht und ja, wie können wir sie beeinflussen? Wir stehen noch am Anfang des neuen Jahres. Ein neues Jahr ist immer auch eine Verheißung. Eine Einladung, den Refresh-Knopf zu drücken und das Morgen zu gestalten. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So heißt es bei Hermann Hesse. Und ich finde, da ist was Wahres dran. Selbst wenn wir wissen, dass am 1. Januar 2025 sich die Welt noch genauso weiterdreht wie am 31. Dezember 2024, so hat ein neues Jahr doch was Hoffnungsvolles an sich. Vielleicht gibt es in diesem Jahr doch eine positive Wendung in der Politik, in meinem Umfeld, ja, in mir selber. Wir wissen nicht, wie die Pläne Gottes aussehen, und doch dürfen wir daran glauben, dass er es gut mit uns meint, weil er uns liebt. Das ist doch letztlich der Grund all unserer Hoffnung. Hoffnung. Ein zentrales Wort für dieses Jahr 2025. Am Heiligabend hat Papst Franziskus ja die Heilige Pforte im Petersdom aufgemacht und damit dieses heilige Jahr eröffnet. Und das Jahr hat als Motto Pilger der Hoffnung. Wie ermutigend, gerade in einer Zeit der vielfachen Krise, dass wir zur Hoffnung berufen sind. Das heilige Jahr an sich ist ein Zeichen der Hoffnung. Und in solchen heiligen Jahren, da scheint Gott besonders freigebig zu sein mit seinen Gnaden. Und ich erinnere mich an das letzte ordentliche heilige Jahr im Jahr 2000. Das ganze Jahr war für mich ein einziger Pilgerweg näher hin zu Gott, könnte ich sagen. Ja, das Jahr hat mich innerlich ganz umgewandelt und in meinen Glauben ungeheuer gefestigt. Auch wenn nicht Gott weiß, was äußerlich passiert war, aber es war einfach spürbar, dass es ein Gnadenjahr war. Wenn ich dich fragen würde, möchtest du gern mehr Hoffnung haben, dann würdest du sicher sagen, ja klar. Aber wenn ich frage, erlaubst du es dir auch wirklich zu hoffen, vielleicht wird man dann ein bisschen nachdenklicher. Jeder von uns hat ja sicher schon mal die Erfahrung gemacht, dass er auf was gehofft hat und bitter enttäuscht wurde. Es traf nicht so ein und das setzt einem schon wirklich zu. Ich habe zum Beispiel von einer jungen Mutter und ihrer Fehlgeburt gehört und die hat sich auch noch wiederholt. Und wie schwer es dann bei der nächsten Schwangerschaft war, sich darauf einzulassen. Und mit den Jahren, da bastelt man vielleicht einen immer besser funktionierenden Schutzmechanismus gegenüber Enttäuschungen. Ein Element davon ist ja dann vielleicht, dass wir uns so einreden, ja, wir dürfen halt nicht mehr so viel erwarten von unseren Mitmenschen, von Situationen und vom Leben selber, ja sogar von Gott. Aber wenn wir uns verschließen, dann verpassen wir ganz viel. Gott hat ja eine Zeit für alles und kann uns manchmal wirklich überraschen. So hat eine Frau einer Mitschwester von mir nach einer Gebetszeit in unserer Kirche vor einiger Zeit gesagt: Schwester, ich bin jetzt schon viele Jahre gläubig,
Aber heute habe ich zum ersten Mal Gott wirklich erlebt und gespürt. Es lohnt sich also, mutig weiter zu hoffen. Ja, zur lichtvollen Hoffnung gehört auch der dunkle Hintergrund mit dazu. Und in seiner Bulle zum Heiligen Jahr, da hat Papst Franziskus auf den heiligen Paulus geschaut und der ist ja sehr realistisch. Da schreibt Papst Franziskus, er weiß, dass das Leben aus Freude und Leid besteht und dass die Liebe auf die Probe gestellt wird, wenn die Schwierigkeiten zunehmen und die Hoffnung angesichts des Leidens zu zerbrechen scheint. Dennoch schreibt Paulus, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld aber Bewährung und Bewährung Hoffnung. Ja, manchmal brauchen wir einen langen Atem, damit wir die Früchte unserer Hoffnung sehen. Und seien wir ehrlich, Geduld ist nicht gerade das Kennzeichen unserer schnelllebigen Zeit. Ja, wir sind so eine Sofortgesellschaft geworden. Wir regen uns auf, wenn eine Bestellung nicht nach ein paar Tagen schon bei uns im Briefkasten liegt oder wenn wir irgendwo Schlange stehen müssen. Wenn jemand 2 Stunden auf eine WhatsApp-Nachricht nicht reagiert, ist es fast unanständig. Eile ist zum Dauermodus im Alltag geworden. Papst Franziskus meint sogar, die Geduld ist durch die Eile vertrieben worden und das fügt den Menschen großen Schaden zu. Vielleicht ist der problematischste Bereich, in dem sich Ungeduld ausbreiten kann, die Ungeduld mit uns selber. Dieses heilige Jahr 2025 ist eine Einladung, der Hoffnung nochmals eine Chance zu geben, und zwar der göttlichen Hoffnung. Setzen wir unser Vertrauen auf den gütigen Vater, der unser Leben nach einem Liebesplan leitet. Ja, auch wenn dieser Plan Schwierigkeiten beinhaltet, führt er uns letztlich zu einer unvergänglichen Hoffnung und zu unserem Glück. Es gibt einen Spruch, der heißt, Hoffnung haben heißt nicht, dass mir nichts Schweres passieren darf, sondern, dass ich weiß, es ist jemand da, der mit mir durch das Schwere hindurchgeht. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen ein hoffnungsvolles Jahr. Tschüss!